Und Schluss, so wollte ich immer schon mal ein Video anfangen, aber natürlich ist noch nicht Schluss, sondern es geht natürlich nur um den Schluss, in diesem Falle jetzt dieser Reportage, oder wie mache ich einen Schluss oder wie baue ich einen Schluss im Storytelling auf. Nun, erst einmal im Schluss oder beim Schluss füge ich alle verschiedenen Handlungsstränge, die ich vorher aufgebaut habe, das heißt mit der Einleitung, mit dem Hauptteil zusammen. Was soll das heißen? Wenn ich zum Beispiel ein Produktreview mache eines Smartphones, ein Smartphone ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, weil das ist ein digitales Schweizer Taschenmesser. Das ist Arbeitsgerät, das hat eine Kamera, das hat einen Bildschirm, es ist Konsumgerät für Multimedia, es ist Werkzeug, E-Mail, Kommunikation, Telefon, ja, auch das ist es. Und wenn ihr sowas zum Beispiel testet, dann werdet ihr jedes einzelne Teil in der Regel unter die Lupe nehmen. Ihr werdet die Qualität der Kameras testen. Ihr werdet natürlich testen, ist der Monitor gut, kann man da lange mit arbeiten, lange drauf schauen. Wie wirken die Multimedia-Inhalte? Wie sind die Lautsprecher? Wie ist der Ton? Wie ist die Akkulaufzeit? All das sind eigentlich eigene Handlungsstränge, die ihr im Schluss dann zusammenführt zu einer Conclusio. Also zu einer Schlussfolgerung im Sinne von, ja, die Kamera ist vielleicht nicht so gut, dafür ist der Monitor super und so weiter und so fort. Und dann werdet ihr euer Gesamtfazit an den Zuschauer weitergeben. Nämlich indem ihr sagt, das Gesamtpaket ist für den Preis super, die Kamera, damit kann man einiges machen, der Monitor ist gut, die Akkulaufzeit vielleicht nicht so gut, aber man kommt so über den Tag. Der zweite Tag ist dann schwierig. Also kurzum, ihr fügt alle die Dinge zusammen und kommt dann eben zu dem abschließenden Ergebnis. Im Falle meiner kleinen Dokumentation, Reportage über den Autor, der auszog, um 1000 Abonnenten innerhalb von 12 Monaten zu gewinnen. Da gibt es nur einen Handlungsstrang, nämlich eben genau dieser Autor, der versucht, das zu machen. Und wir sind jetzt ganz am Anfang, deshalb ist das auch mehr oder weniger eine Vorstellung. Aber es gibt eine Zwischenbilanz, ein Zwischenfazit und das löse ich dann am Schluss auf, nämlich macht er jetzt nach gut 1,5 Monaten, 2 Monaten YouTube und den Erfahrungen, die er da gemacht hat, wirklich weiter, oder ist er bereits so frustriert, dass er diesen Kanal einstellen wird. Das werde ich im Schluss auflösen. So, das ist meine Auflösung. Das heißt, ich werde das, was ich hier aufgebaut habe in der Dramaturgie, in der Einleitung, Vorstellung des Projektes, dann natürlich die Hintergründe, die Herausforderungen, das, woran unser Autor schon mal gescheitert ist und jetzt wieder zu scheitern droht, das werde ich im Schluss letztendlich auflösen und sagen, ist er wirklich gescheitert oder macht er weiter? Mehr braucht es gar nicht für den Schluss. Was erlaubt ist, ist natürlich ein Cliffhanger. Wenn wir mehrere Teile eines Projektes haben, zum Beispiel das hier untergliedern in Multimedia-Sektion, in Arbeitssektion, in vielleicht auch Kreativfunktionen wie Kamera und so weiter und so fort, dann kann ich natürlich sagen, und beim nächsten Mal sage ich euch, ist die Kamera wirklich so gut, wie das alle sagen, oder ist der Bildschirm, sind die Lautsprecher wirklich multimedia-tauglich? Also ihr wisst schon, man kann diesen Cliffhanger machen und vielleicht sogar schon so 1, 2 Voraufnahmen zeigen. Das macht man gerne zum Beispiel bei Serien, das macht man im Fernsehen, das macht man auch bei Reportagen, bei Dokumentationen, die sich über mehrere Folgen erstrecken. Gut. Damit sind wir inhaltlich mit dem Schluss eigentlich schon durch. Es ist gar nicht so ein Kunstwerk oder ein Buch mit 7 Siegeln. Auf der Bildebene. Ich bevorzuge auf der Bildebene beim Schluss natürlich epische Bilder. Warum? Das, was man als letztes sieht, bleibt auch hängen. Und wenn natürlich der Schluss irgendwie mit matschigen Bildern oder mit schlechten Bildern oder mit langweiligen Bildern bestückt ist, dann hat der Zuschauer das Gefühl, oh, das war aber langweilig, das war eine schlechte Doku, eine schlechte Reportage, ein schlechter Review, was aber schwachsinnig ist, weil die Bilder können vorher noch so gut gewesen sein, wenn der Schluss irgendwie dagegen abstinkt, das ist das, was hängen bleibt. Ja, dieses Overall-Gefühl. Genauso gilt das übrigens auch für die Auflösung. Also kurzum, der Schluss ist optisch auch die Visitenkarte fürs nächste Mal, die muss einfach nochmal reinhauen. Ihr seht es hier, wir nähern uns langsam dem Schluss. Ich habe hier wieder, das ist das letzte Interview, was ich mit mir geführt habe, und dann seht ihr nur noch wirklich Naturbilder und opulente Bilder, wirklich schöne Bilder oder das, was ich mir unter schönen Bildern vorstelle. Und ja, das sollte dann einfach auch als letztes hängen bleiben.
Und da sind wir auch schon wieder mit dieser Folge durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked, subscribed und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit dieser gesamten Reportage. Und damit mache ich auch hier Schluss.